Ja, hallo Veit, kannst du bitte erzählen, über welchen Grenzübergang bist du dann mit deinem Motorrad nach Russland eingereist? Das würde wahrscheinlich einige Menschen im deutschsprachigen Raum interessieren. Gut. Grenzübergang gab es früher durchaus nach Russland viele. Aufgrund der bekannten Problematik sind die Grenzübergänge reduziert worden, um dann direkt nach Russland einzureisen. Also die gesamten Grenzübergänge in Finnland und in Schweden sind ja jetzt gesperrt erstmal. Es bleibt eigentlich nur zwei Grenzübergänge übrig, die in Betrieb sind. Das ist einmal einer in Estland und einer in Lettland. Tehowa ist das also auf der lettischen Seite. Den Buchati, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, ist auf der russischen Seite. Das ist der einzige Grenzübergang, der momentan direkt nach Russland reinführt. Man könnte auch über Weißrussland fahren, weil Weißrussland jetzt Visa und die ganzen Versicherungsdinge aus Russland mit anerkannt hat. Aber Weißrussland ist eher schwierig, wenn man das kennt. Somit, wenn man in die Mongolei will, hat man eigentlich so gesehen aus der EU nur zwei Grenzen. Eine russische Einreisegrenze im Baltikum und dann die direkte Grenze wieder in die Mongolei. Also man hat da nicht so viel Grenzen dazwischen. Allerdings hat man dann gute 7.000 bis 8.000 Kilometer Fahrstrecke in Russland. Wo wäre dann die strengste Kontrolle? Auf der EU-Seite, sagen wir so, oder auf der russischen Seite war die Grenzkontrolle strenger, deiner Meinung nach? Also es kommt darauf an, bei der Einreise oder bei der Ausreise, das muss man unterscheiden auch immer wieder. Also bei der russischen, fangen wir mal an, weil ich ja aus der Mongolei gekommen bin. Bei der russischen Ausreise war das relativ locker im Verhältnis zu zu anderen Jahren. Dafür waren die Letten sehr streng und also jetzt nicht mit dem Kontrollieren der Sachen, die ich dabei hatte, sondern mit dem Kontrollieren der Papiere, dass alles auch genau stimmte. Was früher vor dieser Ukraine-Geschichte nie der Fall war. Und bei der Ausreise aus der EU waren die Letten relativ locker und dafür die Russen sehr streng dabei. Wobei man muss da sagen, streng in dem Sinne, es lief alles korrekt ab, auch die Umgangssprache war sehr höflich, aber sie hatten halt eben ihre gewissen Vorgaben, was kontrolliert werden musste. Und ich musste wirklich zum ersten Mal alle Sachen aus meinem Motorradkoffer bis auf den Grund rausholen und auf den Tisch packen. Und da wurde auch in allen Sachen, haben dann die Zöllnerinnen, war es bei mir, auch nachgeforscht und nachgeguckt. Aber wie gesagt, nicht so wie ich das aus den Jahrzehnten vorher kenne, so willkürlich, sondern es lief alles sehr korrekt, sehr höflich ab und man hat mir immer gesagt, was ich öffnen sollte und was ich nicht öffnen sollte oder nicht öffnen brauchte. Das war, sage ich mal, ja, die mussten halt eben die Sachen machen, das war ihr Job, kann man sich nicht ändern. Die Zeit war allerdings sehr, sehr lange, das habe ich gebraucht, oder im Verhältnis sehr lange. Ich habe also über 12 Stunden war die Grenzabfertigung insgesamt. Die Arbeitsgeschwindigkeit auf der russischen Seite war doch relativ überschaubar und ich möchte nicht sagen, dass man den Mitarbeitern beim Laufen die Schuhe hätte besohlen können, aber es war nicht besonders schnell. Also man hätte da ein bisschen noch was nachlegen können. Gut, das ist aber halt eben, eine Frage, wie mit der ganzen Problematik mit der Ukraine hat sich das jetzt wieder geändert. Ich kenne den Grenzübergang früher noch, da war das alles ein bisschen lockerer, da ging es einfacher. Also Veit, danke für die Beantwortung der ersten Frage. Jetzt kommt die zweite. Warum hast du dich in diesem Jahr entschieden, dein Motorrad mit einem Transportunternehmen von Moskau nach Irkutsk transportieren zu lassen? Wie bist du auf diese Idee gekommen? Naja, auf die Idee sind eigentlich Kunden von mir gekommen, die in 2024 in der Mongolei waren und mit ihrem Motorrad ganz schnell nach Moskau und nach Europa zurück mussten. Und die hatten irgendwoher die Information, dass es hier in Irkutsk ein Unternehmen gibt, was Transporte dieser Art durchführt. Ich meine, es ist kein Problem, immer halt innerhalb von Russland irgendwas hin und her zu transportieren, aber das ging halt mit der Bahn und relativ schnell und man konnte auch parallel dann mit der Bahn sitzen. Also von denen habe ich eigentlich einen Tipp bekommen. Und dann in diesem Jahr bin ich ja im Frühjahr erstmal von Ulaanbaatar nach Deutschland gefahren
und habe das ausgetestet, bin also hier nach Irkutsk gekommen, habe mein Motorrad abgegeben und das hat alles hervorragend funktioniert. Das war alles auch in der Zeitplanung drin, so wie sie es angegeben hatten. Und da ich seit 2000 diese Strecke fahre, also Ulaanbaatar, Berlin, Ulaanbaatar und auch Ulaanbaatar, Berlin hin und her, kenne ich die Strecke zur Genüge. Also für mich ist es jetzt kein Abenteuer mehr zu fahren, macht auch nicht mehr so viel Spaß, weil der russische Lkw-Verkehr extrem zugenommen hat. Ist man als Motorradfahrer da immer ein bisschen benachteiligt. Und im Frühjahr ist das auch so, dass es noch öfter mal Schnee und Regen dazwischen kommen kann. Und so war das also für mich viel komfortabler, im Zug zu sitzen, wissend, dass das Motorrad von Irkutsk nach Moskau fährt. Alles in der Zeit war, alles super funktioniert hat. Und es geht auch wesentlich schneller, als wenn man selber fährt. So, und diese Idee hatte ich also im Hinterkopf und auf der Rückfahrt von Berlin nach Ulaanbaatar, andersrum, war dann auch erstmal, hatte ich überlegt, doch mit dem Motorrad zu fahren, weil das Wetter so schön war und irgendwie die Sonne schien. Dann auch hinzu kommt der Abgabepunkt von der Firma für die Sachen in Moskau extrem weit außerhalb des Zentrums und von Bahnhöfen ist. Das war mir dann erstmal alles abschreckend. Dann habe ich diese Firma da aufgesucht und habe mit dem dann diskutiert, mit dem Verantwortlichen. Und letztendlich habe ich mich dann wieder entschieden, das Motorrad also mit der Bahn zu transportieren. Erstens hat man dann gute 7.000 Kilometer weniger auf dem Tacho. Zweitens sind die Reifen deutlich geschonter. Und von den Kosten her ist das nicht teurer, als wenn ich selber fahren würde, weil man muss ja Benzin und Übernachtung rechnen. Das hält sich ungefähr die Waage. Sage ich mal, ich zahle vielleicht jetzt insgesamt, wenn ich das Motorrad mit der Bahn transportiere, insgesamt vielleicht 100 Euro mehr. Aber dafür kann ich bequem im Zug sitzen, kann im Speisewagen mein Bierchen trinken, kann aus dem Fenster gucken, wenn es regnet und kann mich dann freuen, dass ich jetzt nicht im Regen sitzen muss und im Regen fahren muss oder irgendwie auf irgendwelchen nassen russischen Wiesen mein Zelt aufschlagen darf. Das ist einfach sehr angenehmer. Wie gesagt, für mich steht ja nicht das Abenteuer im Vordergrund. Das hatte ich seit 2000 permanent. Ich kenne wie gesagt, die Strecke und für mich steht ja eigentlich der sichere und der Transport von A nach B im Vordergrund. Wenn ich das erste Mal die Strecke fahren würde, würde ich dann auch natürlich sagen, fahrt mal die ganze Strecke mit dem Motorrad und das muss man auch erleben, aber diese Erlebnisse hatte ich zur Genüge und deswegen diesmal auch wieder mit dem Motorrad. Bin jetzt in Irkutsk angekommen, bin 2 Tage vorher angekommen, bevor das Motorrad in Irkutsk ist. Und wir sitzen jetzt natürlich hier auf dem Bahnhof und warten. Es sollte heute eigentlich schon längst da sein, das Motorrad, aber irgendwie wird er noch ausgepackt. Es verzögert sich halt ein bisschen. Ich hoffe, dass wir das Motorrad heute noch rauskriegen, so dass wir das aus dem Container, also aus der Verpackung rauspulen können. Da muss es ja noch ein bisschen zusammengeschraubt werden. Also man muss ja Spiegel abnehmen und die Scheibe ist abgenommen. Das muss dann noch ein bisschen wieder zusammengebaut werden, aber das sind im Verhältnis Kleinigkeiten. Insgesamt ist das logistisch gesehen, wenn wir den Abenteueraspekt mal ausblenden, logistisch gesehen eine super Geschichte. Ich spare wirklich deutlich an Kilometern auf dem Tacho. Und was bei Motorradfahrern immer wichtig ist, der Reifenabrieb ist 5.000, 6.000 Kilometer geringer. Demzufolge hält das dann auch alles länger, weil in der Mongolei gibt's keine Motorradreifen, die ich da brauche. Die müssten dann also auch erst logistisch wieder hinbestellt werden. Also insgesamt ist diese Lösung gut. Ich habe davon vorher noch gar nicht gewusst. Die Firma existiert schon länger, mit der ich das hier jetzt mache. Allerdings war das mir nicht bekannt und wie gesagt nur durch diesen Gast, der mich darauf gebracht hat und der das dann so auch für mich das in 2024 mit seinem Motorrad getestet hat und auch alles sehr super fand, bin ich auf diese Idee gekommen und werde das auch wahrscheinlich weiterhin machen, um diese langen Entfernungen zu überbrücken, weil wie gesagt, das Abenteuer kenne ich. Alles klar, danke für die Beantwortung. Die zweite Frage, hätte noch eine kleine Frage. Hast du vor der Abgabe des Motorrads bei der Firma alle Flüssigkeit ablassen müssen oder sind sie doch drin geblieben?
Also das Motorrad muss transportfähig fertig gemacht werden, andersrum transportfähig gemacht werden. Das macht aber im Wesentlichen die Firma, die baut also eine Box drumherum, die staplerfähig ist, dass man also mit dem Stapler und das Motorrad kann und mit dem Stapler transportieren kann, die ganze Box. Also offiziell muss man keine, also andersrum ausgesprochen, eigentlich ist es ja ein Transport mit der russischen Post. Die verlangt nach offiziellen Angaben, dass eigentlich das Benzin abgelassen werden muss oder dass der Tank zumindest Benzin leer ist. Ich hatte da immer noch einen Rest drin, damit ich zumindest von der Empfangsstation wieder bis zur nächsten Tankstelle komme. Da hat keiner was gesagt, hat auch eigentlich keiner was kontrolliert. Öle und so weiter wie beim Luftfrachttransport müssen nicht abgelassen werden. Also wir hatten schon mal von Ulaanbaatar Motorräder nach Deutschland geschickt per Luftfracht. Das war viel komplizierter, um die transportfähig zu machen, als jetzt hier mit der Bahn. Wie gesagt, es gibt offizielle Regeln und dann gibt es die Praxis einfach, wie es gemacht wird. Wenn ich natürlich erst mit einem vollen Tank anfahre, dann würde dann vielleicht nicht so lustig sein. Man sollte halt eben sehen, dass der Tank nicht bis Oberkante voll ist, sondern dass er so weit runtergefahren ist, dass man vielleicht noch 50, 60 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle schafft. Und das ist ausreichend dann, ja. Okay, ja, danke Veit für die Beantwortung aller Fragen. Das war's für heute. Also ich denke mal, deine Antworten können weiter nutzen. Also danke und bis später. Tschüss.